still is Berlin. We went in a small town of Nauen, and in Nauen we watched them boat, talked to people in the restaurants, and a lot of other things. Here is a 36-minute package of a look at a small town in East Germany, and we'll return, take your calls, and listen to your comments. We are now in Nauen. That's a small town of about 17,000 people here, and it's a district, a capital of a small administrative unit within the federal state of Brandenburg. Mrs. Motzek, what has the change been in your restaurant since the East and West came together? Was hat sich hier in diesem Restaurant verändert, seitdem Ost- und Westdeutschland zusammengekommen sind? Auch hier hat sich einiges verändert. Unsere Gaststätte gehörte hier vorher zum staatlichen Handel. Sie war eine HO-Gaststätte. Und seit dem 27. September haben mein Mann und ich diese Gaststätte hier privat übernommen. Das ist für uns schon vieles neu. Wir müssen uns einstellen auf die neuen Geflogenheiten. Hier im Gaststättenwesen, oftmals wird gesagt vorher, auch im Handel oder auch so im Gaststättenwesen, wir haben die Ware verteilt. Wir müssen jetzt um unsere Kunden wärmen und natürlich ein ganz anderes gastronomisches Niveau bringen als vorher. So a lot of things have changed, especially here. This used to be a state-run restaurant, and since the 27th of September it is owned by Mrs. Motzek and her husband, and they are now already getting used to the new demands. Also before they got allotted the things for their kitchen, now they have to buy it themselves and they have to compete and try to attract the customer, so it's a new situation. How long have you been at this restaurant, and how would you describe the kind of restaurant it is? Wie lange sind Sie schon in diesem Restaurant tätig und wie würden Sie es beschreiben, diesen Betrieb? Ja, mein Mann ist in dieser Gaststätte seit 1974. Ich bin seit 1979 mit ihm zusammen hier drin. Ich bin aber schon im Gaststättenwesen auch seit 1971, aber im Verwaltungsbereich zur damaligen Zeit. Ja, unsere Gaststätte ist ein Speisenrestaurant. Wir hier für die Nauener Bürger, für den Umkreis, für Durchreisende. Wir liegen ja an der Fernverkehrsstraße Berlin-Hamburg. Das ist recht günstig. Wir haben einen Saal, sodass wir auch Tanzveranstaltungen durchführen. So, I mean, her husband is here since 1974 in this restaurant. Mrs. Motzek herself has been also already in the area of restaurants and hotels, but in the part of the administration. Only later on she joined him in this restaurant, and it's a restaurant that supplies dishes mainly to the people of Nauen, but also as it's besides the road that leads to Hamburg, those are the customers. Are you happy that you're now going to own this restaurant yourself, and what's the best thing about the change? Sind Sie froh darüber, dass Sie nun praktisch die Inhaber dieser Gaststätte geworden sind? Und was ist das Beste aus Ihrer Sicht an den Veränderungen? Ja, da sind wir schon sehr froh drüber, hier diese Gaststätte für uns zu haben. Wir haben natürlich auch noch Probleme.
Wir sind jetzt zwar die Inhaber, wir betreiben den gastronomischen Betrieb, aber zurzeit noch sorgen mit der Treuhand. Wir möchten diese Gaststätte, dieses Haus kaufen. Bloß mit diesem Problem stehen wir ja nicht alleine. Es sind ja noch viele Gaststätten, aber wir sind dran und hoffen, dass es klappen wird. Nicht, denn Yeah, I'm very glad that now they run this place. They only have slight problems with the Treuhand. That's the trust that they would like to buy the whole building, and they are at that point at the moment. They have not succeeded yet, but that's not only their problem. There's a lot of enterprises and also restaurants that would like to buy the facilities they are in, and they are looking forward to it. This may be a private question, but what kind of money would it cost to buy a place like this? Vielleicht ist es eine zu private Frage, aber was würde es denn kosten, um dieses Gebäude zu erwerben? Ja, da wurde jetzt hier von Seiten des ehemaligen Betriebes eine Taxierung vorgenommen. Die liegt mir jetzt noch nicht endgültig vor. Es wurde schon mal eine Preisermittlung gemacht. Die lag bei 300.000 Mark, aber das ist inzwischen erhöht worden. Nicht, das ist die eine Seite, bloß wir sind natürlich sehr daran interessiert, diese Gaststätte käuflich zu erwerben, denn es müssen ja viele Investitionen gemacht werden, um jetzt hier wettbewerbsfähig zu bleiben und zu werden. So the first figure that has been established was 300,000 marks. At the moment there is a new evaluation on its way, and it's supposed to be more than 300,000 marks. And from their point of view, it's very important to buy this whole building, because then they could invest or would feel freer to invest, and there is a necessity to invest. 300,000 marks would be at about $200,000. Yes. What has become more difficult for you since the change? Ist irgendetwas schwieriger geworden für Sie seit der Wende? Jetzt hier in Fragen unserer Gaststätte? Ja. Nein, das möchte ich eigentlich nicht sagen. Schwieriger geworden ist es nicht. Wir haben nicht mehr die Probleme mit der Warenbereitstellung, wie es teilweise vorher war. Wir müssen uns umstellen. Vorher hatten wir gefragt, können wir das haben oder haben Sie das? Jetzt kommen die Vertreter zu uns, bieten ihre Ware an. Das ist schon eine große Umstellung, natürlich schön für unsere Gäste. So if we speak about the restaurant itself and running a restaurant, there are no more difficulties. Especially on the supply side, the situation is much better now. Before we had to ask for, do you have this or can we have this? Now just some salesmen come or we go and we buy the things, and that's of course also is better for our customers. Were you in the old days a member of the Communist Party? Waren Sie Mitglied der SED früher? Ja. You were? Ja, 22 Jahre lang. For 22 years. For 22 years. Did you believe in the communist philosophy? Haben Sie denn auch diese Lebensauffassung, diese Philosophie geglaubt? Ja. Ich bin Mitglied der SED geworden, weil ich dachte, die sozialistische Gesellschaftsordnung ist die Gesellschaftsordnung, die was für Menschen tat. Und ich wollte was für die Menschen tun, mithelfen, was zu machen. Und umso größer war natürlich die Enttäuschung. Für mich war der schlimmste Tag der 13. November, die erste öffentliche Volkskammersitzung, wo vieles aufgedeckt wurde. Das war ein schlimmer Tag. Denn das Dokument hinzulegen ist die eine Seite, 22 Jahre so einfach auszulöschen, das geht nicht. So she has become a member of the Communist Party 22 years ago because she believed in the ideals, and she believed that the socialist model of society is the one that does something for the people, and she wanted to do something for the people. And of course there was a big deception afterwards. Especially the worst day was the 13th of November, when you had the first public session of the Volkskammer, which was the parliament where many things were revealed. Because one thing is to see documents and the other is to see with his own eyes what actually happened. What is the biggest surprise for you personally that you've learned about the old government? Was war denn die am meisten Sie überraschende Information über das alte Regime, was Sie erfahren haben? Ja, uns oder wir als Mitglieder der SED und eigentlich die meisten Menschen, nicht? Wir meinten, so wie es jetzt bei uns in der Republik ist, so ist es, so kann es nicht anders sein. Viele Gelder sind nicht da, um bestimmte Sachen machen zu können. Und dann wurde natürlich eben gesagt, dass es ja ganz anders aussieht. Nicht?
Da ist das alte deutsche Sprichwort, sie predigen trinkt Wasser und trinken selber Wein. Nicht? Das hat sich hier bewahrheitet. So the worst thing is to get to know the people here, just the other way. Party members and also most of the people here would believe that there is a lack of resources to do this or to do that. And then of course it was bad to see that there wasn't a lack everywhere. And one can say only according to a German saying that they would pray water and drink wine. And that's what actually happened. Do you think differently here every day now that you get up that this is going to be a private restaurant and you have the personal responsibility compared to the old days when things were owned by the state? Wenn Sie jetzt morgens aufwachen und daran denken, dass es nun Ihr Restaurant ist und dass Sie die Verantwortung dafür tragen, als zu dem Zeitpunkt, wo es durch den Staat betrieben wurde. Was denken Sie da? Wie ist es anders? Es ist anders. Es ist ein ganz anderes Gefühl zu wissen, das ist meins, das möchte ich verändern, was tun, mitzuhelfen, dass es eben schöner und besser wird bei uns. Und ich habe immer gesagt, ich wurde heute gerade wieder gefragt, ob ich noch aufgeregt bin oder ob ich das schon jetzt hier überwunden habe. Ich habe immer gesagt, als die Wende kam, es hieß, wir können uns privatisieren. Wir haben auch sofort den Antrag gestellt. Und als es denn soweit war, ich sage, da habe ich mal so ein Kribbeln im Bauch gehabt. Ich sage, das ist jetzt raus. Noch schöner wäre es natürlich, wenn geklärt würde, dass das eben endgültig ist. Wir können voll einsteigen und sagen, das ist wir wollen was verändern, wir wollen was machen. Aber welche Bank gibt uns einen Kredit, wenn nicht jetzt das Haus dahinter steht? So of course it is a completely different feeling to know it's mine and I can change it and I want to change it and I have to invest any effort in it. Of course then when the changes came, then there was a kind of a strange feeling and an excitement of having this restaurant in private ownership. But now the next step would be they will be much more happy to know that the building would be also in their possession because one could ask for bank loans. Without securities, you don't get loans for investments. That's the point at which they are now. It would be interesting to know where you were born and how many children you have and where you went to school and how long you've lived here in Nauen. Können Sie uns noch sagen, wo Sie geboren wurden, ob Sie Kinder haben und wie lange Sie hier in Nauen leben, ob Sie hier zur Schule gegangen sind? Ja. Nicht direkt in Nauen geboren, in Pausin, ist 15 Kilometer von Nauen entfernt. Ich bin in Pausin zur Schule gegangen, ich bin auch in Nauen hier zur Oberschule gegangen. Ich bin verheiratet, wie gesagt, mein Mann ist ja hier der Inhaber. Wir haben 3 Kinder, eine Tochter arbeitet hier in der Gaststätte, ein Nachkömmling, der geht noch zur Schule und die andere Tochter wird ab Januar hier bei uns anfangen. Und leben tue ich seit 1961 hier in Nauen. So Mrs. Motzek is born in Pausin, that's a small village about 10 miles outside Nauen. She went to primary school in Pausin, then high school in Nauen itself, and she is married, as we heard. She runs this with her husband. They have 3 children. One of the eldest daughter works here in this restaurant. The second eldest will begin working here in January. And then there is one later born who is going to school. And since 1961, she lives here in Nauen. Prior to November of 1989, had you ever been to the West or West Berlin or even West Germany? And also, have you ever met very many Americans, and what is your image of the United States? Vor dem November 89 hatten Sie da die Gelegenheit, den Westen zu besuchen, Westdeutschland, Westberlin oder irgendein anderes Land, und haben Sie auch schon Begegnungen mit Amerikanern gehabt, und was denken Sie über Amerikaner? Ja, meine Schwester, die wohnt seit 1947 in der Bundesrepublik, sie ist dort verheiratet. Und zu ihrem 65. Geburtstag 1988 konnte ich das erste Mal zu ihr hinfahren. Und dadurch war ich schon da gewesen. She has been in 1988 to visit her sister who lives in West Germany since 1947. And her sister was celebrating her 65th birthday. And so she got the permission to visit her on her birthday. Und die Amerikaner? Ja, Begegnungen mit Amerikanern, nein.
No. Hatte ich noch nicht. Yeah, she has not met Americans yet. What image do you have of the United States and its relationship with West Germany and East Germany? Did we used to be thought of as the enemy? Welche Eindruck haben Sie denn von Amerika? Denn Sie waren ja mit Westdeutschland alliiert und jetzt sehen Sie die als Feinde oder haben Sie die als Feinde mal gesehen, die Amerikaner? Es wurde ja immer für uns ein gewisses Feindbild aufgebaut, wie sicherlich für die andere Seite die Sowjetunion als Feindbild aufgebaut wurde. Das ist ja nun Gott sei Dank alles vorbei. Das ist alles vorbei. Ich freue mich, dass der Frieden sicherlich hoffentlich mal siegen wird, dass von Seiten der Amerikaner, also von Seiten der Russen alles getan wird, um den Frieden sichern zu helfen. Yes, naturally there was an image of an enemy built up in society here on this side, just as on the other side the Soviets were the enemy. And fortunately this has come to an end, and she hopes that peace will win and that the Americans and the Russians will come together and there will be peace. Has it been hard for you to change your thinking, or is this easy? Are you feeling comfortable under the new philosophy? War es für Sie schwierig, sich an die neuen Bedingungen, an die neue Philosophie zu gewöhnen oder nicht? Ich sage, das ist eine Frage, die kann man gar nicht so leicht beantworten. So absolut zu sagen, das Alte ist vorbei. Das Alte, was uns vielleicht mal so gelehrt worden oder immer gesagt worden war, schon ja. Aber ansonsten meine ich, was für mich immer eigentlich das Ideal war oder im Aufbau der Sozialistik, des Sozialismus, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass immer alles für Menschen getan wird. Und wenn ich jetzt manchmal so die Sorgen sehe, die jetzt gerade für uns als ehemalige DDR stehen, gibt schon große Probleme. Und damit fertig zu werden, das kann man nicht einfach so von heute auf morgen da reinzuwachsen und sich den Problemen zu stellen. Ich nehme mal die Frage der Arbeitslosigkeit. Sowas gab es ja für uns überhaupt nicht, dass einer bei uns arbeitslos wurde, es sei denn, es war sein eigener Fehler. Nicht? Ansonsten hatte jeder seinen gesicherten Arbeitsplatz. Jetzt in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, wir sehen es auch ein, dass es nicht immer so sein kann, dass hier ganz andere Arbeitsproduktivität gebracht wird. Aber ich sage immer, ein BRD-Bürger, der ist ja so reingewachsen. Für uns ist der Wechsel von heute auf morgen gekommen und damit müssen wir fertig werden, uns umstellen. It is a very difficult question to answer just like this, because of course one has lost his belief in the basics of the philosophy that has been explained before. But at the same time, one cannot just switch from one day to the other. One has to grow into the capitalistic system. At the moment, the most severe problem is the unemployment. As you know, there was no unemployment on this side. So now the people are fear of their jobs, which they were not used to. And a person in the West has grown up with that whole situation. But here, the people have to change from one day to the other, and that's not that easy. It will take some time until one grows into that system. How's business? Wie läuft das Geschäft? Ach, wir sind ganz zufrieden. Yeah, quite satisfied. What do your kids think of all this? Was glauben Ihre Kinder zu dem Ganzen? Was halten die davon? Die meinen schon, dass es gut so ist und dass es sicherlich, wenn die Talsohle erreicht ist, dass es dann aufwärts geht und dass es dann auch besser wird. So the children are convinced that it's becoming better and that at the moment it's a low point, but after this low point there will be a better situation. Thank you very much. Vielen Dank. Hörst du überhaupt für deine Brüder oder was? Ariana, what changes have you felt since the East and the West came together? Was haben Sie bemerkt oder welche Veränderungen haben Sie bemerkt, seitdem Ost und West zusammengekommen sind? Na, dass wir schon Probleme bekommen haben, jetzt durch die Arbeitslosigkeit. Das war die Arbeitslosigkeit und dass man jetzt halt die Menschen untereinander jetzt nicht mehr so, jeder eben nur für sich steht.
verstehen Sie jetzt? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt so ausdrücken soll. Yeah, the biggest change and a problem has become evident is the unemployment question. And the other thing would be that the people now are more, each one is for himself, that she feels they have become more selfish. It's difficult to describe, but that's her impression. Jetzt mit den ganzen Problemen jetzt, wie wir jetzt zum Beispiel bei mir zum Beispiel ist es jetzt mit den Versicherungen, jetzt, wie wir jetzt von allen Seiten jetzt, früher war es so, jeder hat einem gesagt, was wir machen müssen und jetzt müssen wir halt selber machen, ja, mit den Versicherungen jetzt. Und keiner sagt einem mehr, wie man was machen muss, so wie es früher halt war. Wurde gesagt, so und so muss das machen und jetzt ist es halt nicht mehr so. So the biggest difficulty is now, for example, the question of insurances. Before one was told what one should do and everyone had one insurance, and now one has to act by himself and decide what one does. And before it was much easier. You were told what to do and now you have to act. Were you at all very politically active before, and did you belong to the party? Waren Sie politisch aktiv vor den Fällen? Waren Sie in der Partei? Are you interested in politics now, and have you followed what's happened in the last year, and did you vote in the election a couple of days ago? Interessieren Sie sich jetzt für Politik oder verfolgen Sie, was in der Politik passiert, und haben Sie vor einigen Tagen gewählt? Ja, gewählt habe ich ja. Ein bisschen schon, aber nicht so intensiv jetzt. She's not that much interested, but she went to the elections and had voted. She doesn't have to answer this, but if she would be interested in knowing who she voted for and why. Also, Sie müssen uns jetzt nicht antworten, aber es wäre gut zu wissen, für wen Sie gestimmt haben und warum. Oh, warum? Ich habe die CDU gewählt. Ja. Weil das bei uns halt immer so heißt, die SPD ist immer so ein bisschen noch die roten Phase so bei uns. Ja. Also deswegen haben wir eigentlich die CDU gewählt. She has voted for the Christian Democratic Union, and the reason is that one is said that the Social Democrats are the Reds, and so generally the people now vote for the Christian Democrats. The Reds to you, is that a bad connotation? Das hat also, wenn man sagt die Roten, dann klingt das negativ. Na, ein bisschen doch schon. Jetzt gerade nach dem ganzen schon, wo das alles rausgekommen ist jetzt, also ist man also die größte Zahl bei uns halt. Und auch die CDU hat jetzt eigentlich in der Wahl, ja, werden Sie ja wissen, dass sie gewonnen hat. Jetzt auch bei uns jetzt im Land Brandenburg, speziell bei den ersten Wahlen war die SPD noch sehr hoch und jetzt ist die CDU, weil eben zu viel jetzt dann immer noch kommt, ja, mit den ganzen. So it has a negative connotation because after knowing what has all happened under the red banner, it's not in favor of the Social Democrats. Also here in this area, in the first elections, in the state elections in October, the SPD had the majority, but in the elections to the federal parliament on the 2nd of December, also the CDU had its majority here in this area because the people are just fed up with all what happened. I assume your daughter got tired of waiting and had to leave. Wollte nicht mehr warten. What impact has all this had on Sarina, your daughter? Diese Veränderungen, welche Auswirkungen haben sie auf das Leben ihrer Tochter? Die Tochter. Oh, das kann ich Ihnen ja nicht so sagen. Jetzt, also in der Schule muss ich jetzt sagen, ich habe ja auch noch einen schulpflichtigen Bruder, dass es halt in der Schule alles viel freier ist. Nicht mehr so gezwungen, du musst das halt so machen. Wir hatten ja damals den Pioniermittag immer und sowas ist halt nicht mehr. Ja. Dass jetzt eben alles freier ist in der Schule, nicht mehr der Zwang hinter ist. Und das ist schon schöner. When I'm speaking about the school, for example, for Sarina and her brother, in the school it's much more liberal, much freer. There's not so much pressure anymore. The young boys had to join the Young Pioneers. That was a youth organization. It was nearly compulsory to do it. And it's not, no one presses you as much as they were pressed before. We noticed that the Soviet soldiers stay behind in their barracks. Was there ever a time when they could come in here, and do they still come in here, and has anything changed? Wir haben bemerkt auf dem Weg hierher, dass die sowjetischen Soldaten auf dem Kaserngelände sich befinden. Gab es eine Zeit, wo Sie hier nach Nauen gekommen sind, und hat es da irgendwelche Veränderungen gegeben? Ja, eine Zeit lang sind sie gekommen, und zwar, wo damals der Alkoholverbot war. Der wurde doch ausgesprochen in der Sowjetunion und dann auch hier, und dann sind sie viel bei uns gekommen, Bier trinken und so. Aber seitdem die Öffnung ist gar nicht mehr.
So they used to come when there was this campaign against alcohol in the Soviet Union, when it was forbidden, there was no alcohol to be found in the barracks, and they would come to the town and drink. But since the opening to the west, they don't come anymore. Are you happier about working in the restaurant today than you were before the change? Fühlen Sie sich heute besser oder sind Sie glücklicher, wenn Sie jetzt in diesem Restaurant jetzt arbeiten nach dieser Veränderung als vorher? Ja, macht mehr Spaß. Zumal das ganze Angebot, die Ware, was man jetzt hat, also ist schon schöner, macht mehr Spaß. Yes, one can enjoy it now because the offers and also the commodities one needs for the restaurant are easily available and one can have better service. What's the biggest change you've noticed in your parents? Was ist die größte Veränderung, die Sie an Ihren Eltern bemerkt haben? Oder haben Sie keine bemerkt? Ach nee, eigentlich nicht. Wüsste nicht. Sind eigentlich so geblieben, wie sie immer waren. They have stayed like they had been before. Do you have more of a desire now that this is becoming private to make more money? Also da es ja jetzt Privatgaststätte wird, haben Sie jetzt mehr das Gefühl und die Tendenz, also jetzt muss man was verdienen? Eigentlich waren sie schon immer so engagiert für die Gaststätte. War schon immer so, dass sie immer das Beste wollten. War vorher auch schon. Also in the case of her parents, they have always been trying to do the best for the restaurant. So under these circumstances, they have not changed. Your mother told us that your sister was going to soon come to work here. Will you stay? Wir haben von Ihrer Mutter gehört, dass Ihre Schwester hier anfangen wird zu arbeiten. Werden Sie denn weiter hier arbeiten? Nein, ich werde aufhören, weil ich bei meinem Mann im Betrieb einsteigen werde, weil er sich privat gemacht hat und da im Büro eben arbeiten. So no, I will leave the restaurants of my parents because her husband has established himself a private enterprise and Ariana will work as secretary. What is your husband doing? Was hat er für einen Betrieb eröffnet? Heizung, Sanitär. Ölheizung, Sanitär. It's you build, it's plumber, and you build a sanitary technician or something. Heating systems and hot water systems. Is he able to do this under the new system? Hat er sich jetzt unter dem neuen System selbstständig gemacht? Ja, im Sommer, ja. Ja, eigentlich ja. Yes, in last summer he established himself. What did he do before? Was hat er vorher getan? Er war in der PGH, so eine Produktionsgenossenschaft bei uns, hat er als Meister in diesem Bereich gearbeitet. He has worked on the same field but in a state-run cooperative. Do you own your own house? Haben Sie ein eigenes Haus, in dem Sie leben? Ja, wir haben ein Eigenheim. Have you always owned your own house? Haben Sie immer ein eigenes Haus gehabt? Ja, seitdem wir haben geheiratet, haben dann ein Jahr noch bei Schwiegereltern gewohnt und dann uns ein Eigenheim aufgebaut. Ja. Yeah, 1 year after the marriage, haben Sie gebaut? Wir haben gebaut, ja. They have constructed their own house. So that was allowed under the old system. Das war halt möglich unter den alten Bedingungen. Ja. Kredit. Yeah, Und dann you war would das. get a loan and you could build yourself a house. Thank you. Vielen Dank. Is this Ethel Rosenberg Strasse? Ist das hier
Julius Rosenberg. Does she know who Julius Rosenberg is? Wissen Sie, wer die beiden waren, die Rosenbergs? Yes, she knows. What does she remember about him? An was erinnern Sie sich da? Naja, ich würde sagen, so ein bisschen parallel. Nicht? Die Vergangenheit in der USA war ja auch nicht immer. She said that there seems to be some parallel on that the past in the United States was not the same as it is now, as present. She is speaking of the McCarthys, I think. Naja, eben aus der Fernsehberichterstattung und der allgemeinen Berichterstattung. It's a statement that's the impression she got from watching what's covered on TV. How long has this been called Julius Rosenberg Straße? Wie lange heißt denn die Straße jetzt, Julius? Ja, seit dem Prozess. Since the trial. Noch vor der Hinrichtung, ne? Yeah, still before the execution, these streets were named after the Rosenbergs. So it was a statement of support for the Rosenbergs. Das war also ein Akt der Unterstützung praktisch für die Rosenbergs. Ja, zumindest der Darstellung dessen, dass man eben in der DDR zugunsten der Rosenbergs. Yeah, that one in the GDR was on the side of the Rosenbergs. This was supposed to demonstrate that. Ja, nicht? Unser Staat hat sich ja allgemein doch immer für diese Leute eingesetzt, die... The state would support those people, and the renaming of these streets was a part of it. Peter, this is kind of the end of the line of our little trip. But before we finish, what's this right behind you? Well, just behind us, it's a second-hand car dealer that has been established, as we just heard from the owners, in mid-July. That means 2 weeks after the monetary union, just as many other enterprises. Why a used car lot? Well, because there is a big demand in former East Germany on cars, because the people were only able to buy Trabants and Wartburgs that were two-stroke powered vehicles, and they are now looking for real cars, as they put it. I see that a couple of these are Fords, built here in Europe. How much do they cost? Well, they cost between $7,000 and $20,000. Are they selling any? Well, we have just heard that at the beginning there was a higher demand, but now due to unemployment, the demand has somewhat is limited. You get a sense of whether this woman who owns this with her son is encouraged by what's going on? Well, she says that there is quite a lot of problems, and she hopes for the future, but she has certain fears. What's this little town all about, do you think? Well, I mean, we are now in Nauen. That's a small town of about 17,000 people here, and it's a district, a capital of a small administrative unit within the federal state of Brandenburg. What have you picked up from the people we've talked to? Well, that they are looking forward, but that they are a bit worried about unemployment. I mean, jobs and property rights, that's their concern. Have you seen much change in this town from what it was before? Yes, well, I've been here in November '89 because this is just 30 kilometers out of West Berlin, so I came to see what a small town looks like. And what I see now, exactly a year afterwards, there is a difference. There are new shops, new enterprises, there are neon lights, so one sees a change. What are they worried about? Well, they are worried about higher unemployment rates, which they were not used to. Everyone had a job on a relatively modest level, but he had a job, or she. Do you think this is a typical town in the eastern part of Germany? I think it's very typical. As you look ahead to the future, if we came back here in a year, would all those barracks be there from the Soviet barracks
Well, I think most of them would be there because it has been established in the treaty between Germany and the Soviet Union and the 4+2 talks that they will pull back until the end of 1993. And as it's 350,000 soldiers plus 50,000 civilian employees, that will take some time. And as you know, the situation in the Soviet Union, they need some preparation to bring these hundreds of thousands of people back. Would we see any of the wall left or any of that apparatus where they had the checkpoint? I think that will be gone by then. Do you think all this is going to work eventually? Well, I hope that it will work. There will be also, for a certain part of the population, there will be difficulties. And as soon, I think, as the property rights are settled and the construction industry can, let's say, set off, then there will be a certain stabilization in the figures of unemployed and employed. What's your biggest surprise from watching all this over the last year? Well, the biggest surprise is that unification came that fast. And everything with it. I mean, we knew that the people were striving for it because of their desperate situation, but I was still surprised that it came that fast. Thanks for the tour. You're welcome. Gary Ellenwood found that woman in that window. We still to this day don't figure how he could